Stell dir eine Welt vor, in der Energie unbegrenzt und für jeden zugänglich ist. Ohne Stromleitungen, ohne fossile Brennstoffe, einfach pure, saubere Energie, die überall und jederzeit verfügbar ist. Das klingt wie eine Utopie, nicht wahr? Aber genau das wollte Nikola Tesla vor über 100 Jahren für uns schaffen. Tesla, ein visionäres Genie seiner Zeit, hatte eine Vorstellung von der Zukunft, die weit über unsere gegenwärtigen technologischen Errungenschaften hinausging. Während seiner Lebzeit war Tesla bekannt für seine bahnbrechenden Erfindungen, die das 20. Jahrhundert maßgeblich prägten. Von der Wechselstromtechnik, die die moderne Elektrifizierung erst möglich machte, bis hin zu revolutionären Konzepten wie der drahtlosen Energieübertragung. Doch Teslas vielleicht größtes Vermächtnis war seine Vision einer Welt, in der Energie frei und für alle zugänglich ist. Eine Vision, die von den wirtschaftlichen Interessen der damaligen Industriellen unterdrückt wurde. In diesem Video tauchen wir tief in die Mysterien von Teslas genialen Ideen ein und erkunden die faszinierenden Verbindungen zwischen seinen Konzepten und den uralten Geheimnissen der großen Pyramide von Gizeh. War die Pyramide tatsächlich mehr als nur ein Grabmal? Könnte es sein, dass antike Zivilisationen bereits Technologien nutzten, die wir erst heute wiederentdecken? Wir werden die Rolle der mächtigen Industriellen und Banker beleuchten, die Teslas Projekte verhinderten, und untersuchen, wie seine Vision einer sauberen und unbegrenzten Energie die Welt verändert hätte. Doch Teslas Geschichte ist nicht nur die eines verhinderten Genies. Sie ist auch die eines Mannes, dessen Ideen bis heute die Fantasie von Wissenschaftlern, Historikern und Verschwörungstheoretikern gleichermaßen anregen. Teslas Experimente zur drahtlosen Energieübertragung könnten, wenn sie erfolgreich gewesen wären, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beenden und eine neue Ära der Energieerzeugung einläuten. Stell dir vor, wir könnten all das Wissen nutzen, das Tesla hinterlassen hat, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Warum ist das nicht geschehen und welche Lehren können wir aus Teslas Geschichte ziehen? Bleib dran, während wir Teslas unvergleichliches Erbe, seine Visionen und die geheimnisvollen Theorien über die alten Pyramiden von Gizeh erforschen. Wenn du mehr über die faszinierenden Geheimnisse unserer Vergangenheit und die visionären Denker erfahren möchtest, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Bereite dich darauf vor, in eine Welt einzutauchen, in der Wissenschaft und Mythos verschmelzen, und entdecke, was passiert wäre, wenn Teslas Ideen verwirklicht worden wären. Nikola Tesla war ein visionärer Wissenschaftler und Erfinder, dessen Konzepte und Innovationen ihrer Zeit weit voraus waren. Eine seiner revolutionärsten Ideen war die drahtlose Übertragung von Energie, die das Potenzial hatte, die Art und Weise, wie wir Strom nutzen und verteilen, grundlegend zu verändern. Tesla stellte sich eine Welt vor, in der Energie kabellos und kostenlos über weite Entfernungen übertragen werden könnte, ohne die Notwendigkeit von Drähten oder Kabeln. Diese Vision basierte auf dem Verständnis, dass die Erde selbst als Übertragungsmedium genutzt werden könnte. Teslas Konzepte zur drahtlosen Energieübertragung nahmen in seinen Experimenten mit dem sogenannten Tesla-Coil Gestalt an. Der Tesla-Coil ist ein Resonanztransformator, der Wechselstrom in hochfrequente Spannung umwandeln kann. Dies ermöglichte es Tesla, elektrische Energie durch die Luft zu senden und Lampen in einiger Entfernung zum Leuchten zu bringen, ohne dass diese physisch mit einer Stromquelle verbunden waren. Diese Demonstrationen waren nicht nur beeindruckend, sondern zeigten auch das immense Potenzial von Teslas Ideen, die bestehenden Stromübertragungsmethoden zu revolutionieren. Primärquellen wie Teslas eigene Patente und Schriften dokumentieren diese technologischen Innovationen. Zudem bietet das Buch Tesla, Man Out of Time von Margaret Cheney eine detaillierte Biografie von Tesla und beschreibt seine Erfindungen und deren Auswirkungen. Um seine Vision zu verwirklichen, begann Tesla mit dem Bau des Wardenclyffe Tower, einem ambitionierten Projekt, das als Prototyp für ein weltweites drahtloses Energienetzwerk dienen sollte. Der Tower, der in Shoreham, New York errichtet wurde, war ein 57 Meter hohes Bauwerk mit einer großen metallenen Kuppel, die als Sendeeinheit fungieren sollte. Unter dem Turm erstreckte sich ein Netzwerk aus Kupferstäben tief in den Boden, um mit der Erde als elektrisches Leitmedium zu interagieren. Teslas Plan war es, durch die Nutzung der natürlichen elektrischen Eigenschaften der Erde und der Ionosphäre Energie in die Atmosphäre zu senden, von wo aus sie durch ähnliche Türme an jeden Ort der Welt verteilt werden könnte. Der Wardenclyffe Tower wurde jedoch nie vollständig fertiggestellt. Tesla stand vor erheblichen finanziellen Herausforderungen, da seine Unterstützer, insbesondere der Industrielle JP Morgan, die Finanzierung des Projekts einstellten. Morgan hatte ursprünglich die drahtlose Übertragung von Nachrichten im Sinn,
nicht die kostenlose Verteilung von Energie, was seine bestehenden wirtschaftlichen Interessen gefährdet hätte. Ohne die notwendige finanzielle Unterstützung wurde der Turm schließlich aufgegeben und 1917 abgerissen. Das Buch Tesla, Inventor of the Electrical Age von V. Bernard Carlson, enthält detaillierte Informationen über Teslas Projekte und die wirtschaftlichen Herausforderungen, denen er gegenüberstand. Trotz der Herausforderungen und der letztendlichen Einstellung des Projekts bleibt Teslas Vision der drahtlosen Energieübertragung ein inspirierendes Beispiel für den grenzenlosen Einfallsreichtum eines Mannes, der seiner Zeit weit voraus war. Seine Ideen haben die Grundlagen für viele moderne Technologien gelegt und sind ein eindrucksvolles Zeugnis für das Potenzial, das Wissenschaft und Innovation besitzen, die Welt zu verändern. Die große Pyramide von Gizeh, eines der ältesten und bekanntesten Bauwerke der Menschheit, fasziniert Wissenschaftler und Historiker seit Jahrhunderten. Während die Mainstream-Archäologie die Pyramide als Grabmal für den Pharao Khufu betrachtet, gibt es zahlreiche Theorien, die ihr eine weit aufregendere Funktion zuschreiben: die eines antiken Kraftwerks, das Energie erzeugen und übertragen konnte. Diese Theorien basieren auf den ungewöhnlichen Bauweisen und den speziellen Materialien, die beim Bau der Pyramide verwendet wurden, sowie auf der Präzision, mit der sie errichtet wurde. Eine der zentralen Theorien besagt, dass die Pyramide durch ihre spezielle Bauweise als Resonanzkraftwerk fungierte. Die Präzision, mit der die Pyramide errichtet wurde, ist beeindruckend. Sie ist perfekt nach den 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet und die Genauigkeit, mit der die Steine zusammengefügt sind, ist bemerkenswert. Diese Eigenschaften haben einige Forscher zu der Annahme geführt, dass die Pyramide als Antenne zur Aufnahme und Verteilung von Energie aus der Erde konzipiert sein könnte. Die verwendeten Materialien sind ebenfalls ungewöhnlich. Die Pyramide besteht größtenteils aus Kalkstein, während der innere Teil aus Granit besteht, einem Material mit piezoelektrischen Eigenschaften. Granit enthält Quarzkristalle, die, wenn sie unter Druck gesetzt oder bewegt werden, elektrische Ladungen erzeugen können. Diese Eigenschaft könnte genutzt worden sein, um Energie durch die Struktur der Pyramide zu leiten. Zusätzlich zu den Baumaterialien gibt es Spekulationen über die interne Struktur der Pyramide, die ebenfalls auf eine energetische Funktion hinweisen könnten. Der innere Aufbau mit Kammern und Schächten wird von einigen als System zur Steuerung und Leitung von Energie angesehen. Besonders die sogenannten Luftschächte der Königskammer könnten als Kanäle zur Energieübertragung interpretiert werden. Diese Theorie wird durch die Tatsache gestützt, dass keine Mumien in der Pyramide gefunden wurden, was die Theorie, dass sie als Grabstätte diente, weiter in Frage stellt. Veröffentlichungen und Forschungsarbeiten, die die Bauweise der Pyramiden analysieren und deren mögliche energetische Funktionen untersuchen, wie die Studien von Josef Davidowitz über die geopolymerische Struktur der Pyramidensteine, könnten nützlich sein. Darüber hinaus gibt es Artikel über die elektromagnetischen Untersuchungen der großen Pyramide, wie die von russischen Wissenschaftlern 2018 von der ITEMO-Universität in St. Petersburg, Russland, die elektromagnetische Resonanzen in der Pyramide untersuchten. Moderne Forscher haben diese Hypothesen untersucht und einige interessante Entdeckungen gemacht. 2018 führten russische Wissenschaftler eine Studie durch, um die elektromagnetischen Eigenschaften der Pyramide zu untersuchen. Sie simulierten die Wechselwirkung von Radiowellen mit der Pyramide und fanden heraus, dass sie elektromagnetische Energie in ihren inneren Kammern konzentrieren kann, wenn sie mit bestimmten Frequenzen angeregt wird. Diese Entdeckung gibt der Theorie, dass die Pyramide eine Art Kraftwerk gewesen sein könnte, eine wissenschaftliche Grundlage. Obwohl viele dieser Ideen spekulativ bleiben und von der wissenschaftlichen Gemeinschaft kritisch betrachtet werden, bieten sie dennoch faszinierende Perspektiven auf das Wissen und die Fähigkeiten der antiken Ägypter. Die Vorstellung, dass eine so monumentale Struktur wie die große Pyramide mehr als nur eine Grabstätte sein könnte, regt die Fantasie an und lädt dazu ein, die Errungenschaften vergangener Zivilisationen neu zu überdenken. Ob die Pyramide tatsächlich als Kraftwerk diente oder nicht, bleibt ungewiss. Doch die fortlaufende Erforschung und Diskussion um ihre potenziellen Funktionen hält das Interesse an diesen antiken Wundern lebendig und inspiriert weitere Forschungen und Debatten über die wahren Fähigkeiten der Menschen, die sie erbauten. Nikola Tesla war ein visionärer Erfinder, dessen bahnbrechende Ideen und Erfindungen die Energieversorgung der Welt grundlegend hätten verändern können. Doch trotz seines Genies und seines unermüdlichen Erfindungsgeistes sah sich Tesla mit enormen wirtschaftlichen Hürden konfrontiert, die seine Projekte letztlich vereitelten.
Eine der einflussreichsten Figuren in dieser Dynamik war der mächtige Industrielle JP Morgan, dessen wirtschaftliche Interessen im direkten Widerspruch zu Teslas Vision standen. JP Morgan war einer der einflussreichsten und reichsten Männer seiner Zeit, bekannt für seine dominierende Rolle im Bankwesen und in der Industrie. Morgan erkannte das Potenzial von Teslas Technologien, insbesondere im Bereich der drahtlosen Energieübertragung. Doch während er anfangs Tesla finanzierte, um eine drahtlose Kommunikationsmethode zu entwickeln, änderte sich seine Haltung, als ihm klar wurde, dass Teslas Ziel nicht nur Kommunikation, sondern auch die drahtlose Verteilung von Energie war. Eine solche Entwicklung hätte die bestehenden Stromnetze, die auf Kupferkabeln basierten, überflüssig gemacht und damit Morgans erhebliche Investitionen in die Kupferindustrie und die konventionelle Energieerzeugung gefährdet. Die Vision von Tesla, Energie frei und kabellos zugänglich zu machen, stellte eine direkte Bedrohung für die wirtschaftlichen Interessen der großen Industriellen dar, die ihre Reichtümer durch die Kontrolle über Energieproduktion und Verteilung anhäuften. Die Vorstellung, dass jeder Mensch auf der Welt kostenlosen Zugang zu unbegrenzter Energie haben könnte, hätte das Geschäftsmodell vieler mächtiger Konzerne zerstört, die auf den Verkauf und die Verteilung von Energie angewiesen waren. In einer Welt, in der fossile Brennstoffe und elektrische Netze riesige Profite generierten, war Teslas Vision revolutionär und gefährlich für das etablierte wirtschaftliche System. Die Folge war, dass Teslas Projekte zunehmend behindert wurden. Die finanziellen Mittel für seine Forschung wurden knapper, als JP Morgan seine Unterstützung zurückzog und andere potenzielle Investoren abschreckte. Tesla, der seine Erfindungen oft als Mittel sah, die Menschheit voranzubringen, fand sich in einer schwierigen finanziellen Lage wieder. Ohne ausreichende Finanzierung konnte er seine Projekte nicht vollenden. Tesla verbrachte seine letzten Jahre in relativer Armut, geplagt von Schulden und weitgehend vergessen von der Welt, die er zu revolutionieren gehofft hatte. Seine bahnbrechenden Ideen blieben ungenutzt und gerieten in Vergessenheit. Dies war nicht nur ein persönlicher Rückschlag für Tesla, sondern auch ein Verlust für die gesamte Menschheit, die von seinen visionären Konzepten hätte profitieren können. Die Macht der wirtschaftlichen Interessen jener Zeit zeigte sich darin, dass selbst ein Genie wie Tesla gegen das etablierte System keine Chance hatte, wenn er dessen Interessen gefährdete. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass wirtschaftliche Macht oft einen bedeutenden Einfluss darauf hat, welche technologischen Innovationen verwirklicht werden und welche nicht. Nikola Tesla ist bekannt für seine visionären Ideen und bahnbrechenden Erfindungen, die weit über seine Zeit hinausgingen. Ein faszinierender Aspekt seiner Arbeit ist die mögliche Verbindung zu Technologien, die von alten Zivilisationen genutzt wurden. Verschiedene Theorien und Hypothesen deuten darauf hin, dass es bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen Teslas Konzepten und den Technologien antiker Bauwerke gibt, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Schwingungen als Energiequelle. Ein zentraler Punkt dieser Diskussion ist die Idee, dass antike Bauwerke wie die Große Pyramide von Gizeh nicht nur als Gräber oder Monumente, sondern als funktionale Strukturen zur Energieerzeugung dienten. Diese Theorie stützt sich auf die bemerkenswerte Präzision, mit der solche Bauwerke errichtet wurden, sowie auf die Materialien, die bei ihrem Bau verwendet wurden. Die Pyramide von Gizeh zum Beispiel ist bekannt für ihre perfekte Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen und die Verwendung von Kalkstein und Granit, Materialien, die bestimmte energetische Eigenschaften besitzen. Teslas Arbeit basierte auf der Idee, dass Schwingungen und Frequenzen eine Schlüsselrolle beim der Energieübertragung spielen. Seine Experimente mit dem Tesla-Coil, einem Gerät, das hochfrequente Wechselspannung erzeugt, zeigten, dass es möglich ist, Energie drahtlos über große Entfernungen zu übertragen. Tesla war überzeugt, dass die Erde selbst als ein riesiger elektrischer Leiter genutzt werden könnte, um Energie durch Schwingungen zu übertragen. Ein Konzept, das in gewisser Weise an die Prinzipien erinnert, die in den Pyramiden vermutet werden. Die Nutzung von Schwingungen als Energiequelle ist nicht nur auf Tesla beschränkt. In vielen antiken Kulturen gibt es Hinweise darauf, dass Schwingungen und Resonanz eine wichtige Rolle spielten. Einige Theorien behaupten, dass antike Zivilisationen wie die Ägypter oder die Maya fortschrittliche Kenntnisse über Schwingungen hatten und diese nutzten, um große Bauwerke zu errichten oder sogar Energie zu erzeugen. Diese Hypothesen basieren oft auf der Annahme, dass es Technologien gab, die heute verloren gegangen sind, aber in der Vergangenheit weit verbreitet waren. Veröffentlichungen und Forschungsarbeiten, die die Bauweise der Pyramiden analysieren und deren mögliche energetische Funktionen untersuchen, wie die Studien von Josef Davidowitz über die geopolymerische Struktur der Pyramidensteine, könnten nützlich sein.
Die Vorstellung, dass es eine verborgene Geschichte von verlorenen Technologien gibt, die Tesla möglicherweise inspiriert haben könnte, ist ein faszinierender Gedanke. Während Tesla selbst wenig direkte Beweise für den Einfluss antiker Technologien in seinen Arbeiten hinterlassen hat, lässt sich nicht leugnen, dass seine Ideen von einem tiefen Verständnis der Naturgesetze und einem Interesse an den Möglichkeiten von Schwingungen geprägt waren. Die Möglichkeit, dass er von den Mythen und Legenden alter Kulturen beeinflusst wurde, ist ein spannendes Thema, das bis heute Forscher und Historiker beschäftigt. Diese Hypothesen über verlorene Technologien werfen auch Fragen über den Stand unseres heutigen Wissens auf. Könnte es sein, dass wir in der Vergangenheit über Wissen und Technologien verfügten, die im Laufe der Zeit verloren gingen oder absichtlich unterdrückt wurden? Teslas Arbeit inspiriert uns dazu, die Geheimnisse der Vergangenheit zu erforschen und die Möglichkeiten der Zukunft zu überdenken. Es ist eine Erinnerung daran, dass das, was wir als fortschrittlich ansehen, oft nur die Spitze eines Eisbergs ist und dass es immer noch viel zu entdecken gibt. Insgesamt bleibt Teslas Werk ein faszinierendes Beispiel dafür, wie alte und moderne Konzepte miteinander verknüpft sein können. Es erinnert uns daran, dass Wissen zeitlos ist und dass die innovativen Ideen eines Menschen eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft schlagen können. Diese Verbindung zwischen Tesla und den antiken Zivilisationen zeigt uns, dass die Suche nach Verständnis und die Erkundung der Geheimnisse der Natur eine ewige menschliche Bestrebung ist. Nikola Teslas Einfluss auf die moderne Wissenschaft und Technologie ist bis heute spürbar. Seine Forschungen im Bereich der drahtlosen Energieübertragung und der Nutzung von Schwingungen haben den Weg für zahlreiche technologische Entwicklungen geebnet, darunter Projekte wie HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Es ist eine Forschungsstation in Alaska, die sich auf die Untersuchung der Ionosphäre konzentriert, um die Möglichkeiten der Kommunikation und Übertragung von Energie zu verbessern. Viele der Technologien und Prinzipien, die beim HAARP verwendet werden, haben ihre Wurzeln in Teslas Pionierarbeiten, insbesondere seine Ideen über die drahtlose Energieübertragung und die Nutzung von Schwingungen. Offizielle Berichte und wissenschaftliche Publikationen über die Ziele und Ergebnisse von HAARP könnten genutzt werden, um Missverständnisse über die Forschungseinrichtung zu klären. Das Buch Angels Don't Play This HAARP: Advances in Tesla Technology von Gene Manning und Dr. Nick Begich untersucht die Technologie hinter HAARP und deren Verbindung zu Teslas Arbeiten. Tesla hatte die Vision, Energie kabellos zu übertragen, indem er die natürlichen Frequenzen der Erde nutzte. Dieses Konzept findet sich in der Funktionsweise von HAARP wieder, das elektromagnetische Wellen in die Ionosphäre sendet, um deren Verhalten zu untersuchen und mögliche Anwendungen zu erforschen. Teslas Theorien über die drahtlose Übertragung von Energie durch die Atmosphäre und die Nutzung der natürlichen Frequenzen der Erde sind immer noch relevant und beeinflussen moderne Forschungsprojekte wie HAARP. Jedoch hat HAARP im Laufe der Jahre eine Menge an Verschwörungstheorien angezogen. Einige behaupten, dass es mehr ist als nur ein wissenschaftliches Forschungsprojekt und dass es tatsächlich als Waffe zur Wetter- und Erdbebenmanipulation genutzt werden könnte. Diese Theorien basieren oft auf der Vorstellung, dass HAARP in der Lage sei, gezielt das Wetter zu beeinflussen, indem und dadurch klimatische Anomalien hervorruft. Andere behaupten, dass es in der Lage sei, Erdbeben zu induzieren, indem es Schwingungen durch die Erde sendet, ähnlich wie Teslas Oszillator in der Lage gewesen wäre, massive Vibrationen zu erzeugen. Offizielle Berichte und wissenschaftliche Publikationen über die Ziele und Ergebnisse von HAARP könnten genutzt werden, um Missverständnisse über die Forschungseinrichtung zu klären. Das Buch Angels Don't Play This HAARP: Advances in Tesla Technology von Gene Manning und Dr. Nick Begich untersucht die Technologie hinter HAARP und deren Verbindung zu Teslas Arbeiten. Obwohl diese Theorien weitgehend als spekulativ und unbegründet gelten, verdeutlichen sie doch das anhaltende Interesse und die Faszination für Teslas Ideen und deren mögliche Anwendungen in der modernen Wissenschaft. In der Realität gibt es keine stichhaltigen wissenschaftlichen Beweise dafür, dass HAARP solche Fähigkeiten besitzt, und die meisten Experten sind sich einig, dass das Projekt nicht die Kapazität hat, signifikante Wetter- oder geophysikalische Ereignisse zu kontrollieren. Aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaft zeigen jedoch, dass Teslas Ideen über die drahtlose Energieübertragung immer noch eine bedeutende Rolle spielen. In der modernen Forschung wird intensiv an der drahtlosen Energieübertragung geforscht, um beispielsweise elektronische Geräte ohne Kabel aufzuladen oder um die Energieeffizienz zu erhöhen. Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten daran,
Teslas Vision von einer Welt ohne Drähte zu verwirklichen, indem sie neue Technologien entwickeln, die auf seinen Prinzipien basieren. Teslas Einfluss ist in der heutigen Wissenschaft und Technologie allgegenwärtig. Seine innovativen Ideen inspirieren weiterhin Generationen von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die seine Vision von einer vernetzten Welt verwirklichen möchten. Obwohl viele seiner Projekte zu seinen Lebzeiten nicht realisiert wurden, hat Tesla einen unauslöschlichen Abdruck in der Wissenschaft hinterlassen, der noch heute spürbar ist. Nikola Tesla hat sich nicht nur als brillanter Erfinder und Wissenschaftler einen Namen gemacht, sondern auch als eine Ikone des Fortschritts und der Wissenschaft. Seine visionären Ideen und bahnbrechenden Erfindungen haben ihm den Ruf eines Zauberers der Elektrizität eingebracht. Tesla wird oft als Symbol für das Streben nach Wissen und technologischer Innovation angesehen, und sein Name steht bis heute für Fortschritt und wissenschaftliche Neugier. In der Popkultur hat Tesla einen bedeutenden Einfluss hinterlassen. Er wird häufig als der archetypische, verrückte Wissenschaftler dargestellt, dessen unkonventionelle Ansätze und bahnbrechenden Ideen seiner Zeit weit voraus waren. Filme, Bücher und Fernsehserien haben Tesla als eine mystische Figur verewigt, die die Grenze zwischen Wissenschaft und Magie zu verwischen scheint. Diese Darstellungen betonen oft seine unermüdliche Arbeit an Technologien, die die Welt verändern könnten, aber zu seinen Lebzeiten nicht vollständig verstanden wurden. Besonders in Science-Fiction-Geschichten wird Tesla als Pionier dargestellt, dessen Erfindungen die Grundlage für futuristische Konzepte bilden. Die Faszination für Tesla hat auch die Entwicklung zahlreicher Verschwörungstheorien befeuert. Viele von Teslas Projekten und Erfindungen blieben unvollendet oder geheimnisumwittert, was zu Spekulationen und Mythen führte. Einige Theorien behaupten, dass Tesla Technologien entwickelte, die absichtlich unterdrückt wurden, weil sie das Potenzial hatten, bestehende Machtstrukturen zu stören. Beispielsweise gibt es Spekulationen über die sogenannte Todesstrahlwaffe, die Tesla angeblich entwickelt hat und die angeblich so mächtig war, dass sie nie in die Hände der Öffentlichkeit gelangen durfte. Diese unerforschten Projekte und geheimnisvollen Erfindungen von Tesla haben Mythen und Spekulationen angeheizt und ihn zu einer Art Kultfigur gemacht. Sein mysteriöser Lebensstil und seine außergewöhnlichen Ansichten über die Welt haben dazu beigetragen, ihn als eine Figur zu etablieren, die in den Augen vieler Menschen über die Grenzen des Verstandes hinausging. Teslas Arbeit und seine Visionen haben eine anhaltende Anziehungskraft auf die öffentliche Vorstellungskraft, was ihn zu einem faszinierenden Thema für Wissenschaftler, Historiker und Geschichtenerzähler macht. Teslas Ideen und Erfindungen ziehen weiterhin Menschen an, die von der Möglichkeit träumen, dass seine unvollendeten Arbeiten eines Tages das Licht der Welt erblicken könnten. Diese Faszination für das Unbekannte ist ein entscheidender Faktor, der Tesla zu einer unsterblichen Ikone gemacht hat. Seine Fähigkeit, die Grenzen der Wissenschaft zu überschreiten und das Unmögliche zu denken, inspiriert nach wie vor Generationen von Innovatoren und Träumern, die seine Vision einer besseren Zukunft teilen. Insgesamt bleibt Tesla nicht nur ein bedeutender Wissenschaftler, sondern auch eine kulturelle Ikone, deren Einfluss über die reine Wissenschaft hinausgeht. Seine Geschichte erinnert uns daran, dass die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft nur durch unsere Bereitschaft begrenzt sind, das Unbekannte zu erforschen und die Zukunft neu zu gestalten. Teslas Vermächtnis lebt weiter in den Köpfen und Herzen all jener, die an die transformative Kraft der Wissenschaft glauben. Im Verlauf unserer Reise durch Nikola Teslas faszinierende Welt haben wir gesehen, wie seine revolutionären Ideen und Erfindungen die Grenzen der Wissenschaft erweitert und die Grundlage für viele moderne Technologien gelegt haben. Tesla war ein visionärer Denker, dessen Konzepte der drahtlosen Energieübertragung und Nutzung von Schwingungen weit über seine Zeit hinausgingen. Doch während seine Erfindungen eine immense Bedeutung für die Wissenschaft hatten, stießen sie auch auf Widerstände, die ihre vollständige Umsetzung verhinderten. Teslas Ideen bieten ein enormes Potenzial für eine nachhaltige Energiezukunft. Seine Vision einer Welt, in der Energie drahtlos und kostenlos übertragen wird, könnte helfen, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und eine umweltfreundlichere Energieversorgung zu fördern. In einer Zeit, in der der Klimawandel eine der größten Herausforderungen darstellt, könnten Teslas Konzepte neue Wege eröffnen, um saubere und erneuerbare Energien effizient zu nutzen. Unternehmen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten heute daran, seine Ideen in moderne Technologien zu integrieren und die Vision von nachhaltiger Energie Wirklichkeit werden zu lassen. Aus Teslas Leben und Visionen können wir viele wertvolle Lektionen ziehen.
Seine unermüdliche Neugier und seine Bereitschaft, das Unbekannte zu erforschen, erinnern uns daran, dass Innovation oft dort entsteht, wo wir es am wenigsten erwarten. Er lehrt uns, dass wir uns nicht von bestehenden Grenzen oder Widerständen entmutigen lassen sollten, sondern immer danach streben, die Welt zum Besseren zu verändern. Seine Fähigkeit, über das hinauszudenken, was als möglich galt, inspiriert uns, mutig zu sein und nach Lösungen zu suchen, die unsere Welt transformieren können. Abschließend bleibt Tesla ein Leuchtfeuer der Inspiration, das Wissenschaftler, Ingenieure und Träumer gleichermaßen anzieht. Sein Vermächtnis zeigt uns, dass die Suche nach Wissen und der Wunsch, die Welt zu verbessern, universelle Ziele sind, die über Zeit und Raum hinausgehen. Während wir in die Zukunft blicken, bleibt Teslas Einfluss spürbar, als Anstoß für Fortschritt und Wandel. Wenn du mehr über die faszinierenden Geheimnisse unserer Vergangenheit und die visionären Denker erfahren möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Wie stellst du dir die Zukunft der Energie vor und welche Rolle könnten Teslas Ideen dabei spielen? Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und gemeinsam die unendlichen Möglichkeiten zu erkunden, die die Wissenschaft bietet.